Moin Leute, ich möchte euch heute gerne ein paar Düfte vorstellen, die ich mit in den Weihnachtsurlaub nehme. Ja, Weihnachten steht eben kurz bevor und das bedeutet für mich, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Das wiederum heißt, dass ich ein paar Tage nicht zu Hause sein werde und ich zeige euch in dem Video, welche Düfte ich mitnehme und warum ich diese mitnehme. Und wir starten direkt mit dem ersten Duft mit Nefs von Nishane. Und dazu kann ich gleich mal vorab sagen, Nefs hat meinen bisherigen Lieblingsduft Nawab of Oud Intensivo von der Marke Orm Jane abgelöst. Für mich ist Nefs die Perfektion im Flakon. Also da stimmt meiner Meinung nach einfach alles. Die DNA ist für mich eine glatte 10 von 10. Die Haltbarkeit ist für mich eine 10 von 10. Die Sillage ist ebenfalls eine 10 von 10. Also gesamt betrachtet finde ich, kann man einen Duft nicht besser machen. Natürlich liegt das immer im Auge des Betrachters. Es ist und bleibt nun mal Geschmackssache. Für mich ist Nefs aber ein Meisterwerk und mittlerweile eben mein absolutes Lieblingsparfum. Bevor ich zu der Duftbeschreibung komme, möchte ich noch mal kurz erwähnen, warum ich Nefs mitnehme. Für mich ist dieser Duft eine sehr anspruchsvolle und vor allem eine sehr edle Duftkomposition. Und ich finde, Nefs passt einfach zu Anlässen, ja, wenn man eben richtig schick essen geht, sich vielleicht auch mal etwas schicker anzieht, eben in dem Fall auch Zeit mit der Familie verbringt, es sitzen alle an einen Tisch zusammen und ich finde, da passt Nefs einfach ideal rein. Natürlich muss man aufgrund, dass dieser Duft wirklich sehr, sehr intensiv ist, das so ein bisschen über die Sprühstöße steuern, aber nichtsdestotrotz ist das ein Duft, den ich eben super gerne in so einem Setting trage. Zum Start nehme ich hier vor allem die Feige und auch die Honignote wahr. Das passt einfach perfekt zusammen. Wir haben also diese Fruchtsüße durch die Feige. Das Ganze wird dann eben nochmal durch die Honignote untermalt. Safran sorgt dann in der Kopfnote auch schon für so eine leichte Würze. Im weiteren Duftverlauf wird Nefs für mich dann immer blumiger. Da nehme ich vor allem die Rosennote und auch den Osmanthus wahr. Aber auch hier möchte ich nochmal sagen, es ist eine Duftentwicklung über mehrere Stunden. Also das passiert nicht alles sofort, sondern dieser Duft entwickelt sich vor allem auf der Haut wirklich über mehrere Stunden. Und wenn Nefs nach mehreren Stunden dann im Drydown angekommen ist, dann nehme ich vor allem eine richtig feine, ledrige Note wahr, eben vor allem auf der Haut. Oud schwingt dann auch noch mit. Es ist einfach eine tolle Qualität, das riecht man einfach heraus. Und das Ganze wird dann durch so eine richtig schöne alkoholische Note abgerundet. Hier kommt dann die Whisky-Note ins Spiel. Und für mich ist es insgesamt einfach der perfekte Duft. Natürlich muss man diese Art von Duft-DNA mögen, aber ich finde, dass der Duft richtig hochwertig, edel und auch spannend riecht. Spannend insofern, weil wir hier wirklich so viele verschiedene Facetten bekommen und eben eine Duftentwicklung über mehrere Stunden haben. Also wie gesagt, ich wiederhole mich zwar, aber besser kann man das meiner Meinung nach nicht machen. Zu der Haltbarkeit und zu der Sillage habe ich eingangs schon etwas gesagt. Das geht eigentlich auch nicht besser. Der Duft hält ewig und hat auch wirklich eine sehr intensive Ausstrahlung. Auf den Preis gehe ich jetzt gar nicht großartig ein. Das mache ich dann gerne im ausführlichen Review. Vielleicht nur mal so viel dazu. Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie viel man eben für einen Parfum ausgeben möchte. Meiner Meinung nach ist dieser Duft jeden Cent wert. Und man kann natürlich auch so ein bisschen auf Angebote, auf Rabattcodes achten. Dann ist dieser Duft auch wirklich nochmal deutlich günstiger. Aber alles andere dazu dann im ausführlichen Review. Dann machen wir direkt mit Opera von Xerjoff weiter, denn auch dieser Duft eignet sich meiner Meinung nach bestens dafür, wenn man wirklich etwas schicker ausgeht, also essen geht, entsprechend auch gekleidet ist. Ich finde, dass Opera ein toller, hochwertiger Duft ist, der sich eben auch von der DNA nochmal deutlich so zu anderen Düften abhebt. Auch diesen Duft empfinde ich für relativ komplex. Also auch hier passiert richtig viel. Der Start ist richtig schön fruchtig, aber zu dieser Fruchtigkeit nehme ich auch schon eine tolle Rosennote wahr. Im weiteren Duftverlauf kommen dann immer mehr blumige Noten heraus und die Basis ist für mich holzig, aber auch leicht erdig. Dann nehme ich zum Beispiel den Patchouli wahr. Das Ganze wird aber auch noch wiederum weich und leicht süßlich durch Moschus und durch Vanille abgerundet. Also es ist eine sehr tolle, komplexe Duftkomposition. Fruchtig, blumig, dunkel, tief, würzig. Also hier passiert auch wirklich sehr viel.
Die Haltbarkeit ist übrigens richtig gut. Also dieser Duft hält wirklich Ewigkeiten. Also das unterschätzt man manchmal so ein bisschen bei Opera, finde ich. Und auch die Sillage ist sehr intensiv. Aber wie ich auch schon bei Neff sagte, man kann eben auch sehr starke und intensive Düfte zu solchen Anlässen tragen. Man kann das Ganze eben ganz gut über die Sprühstöße steuern. Wenn man eben weiß, dass ein Duft sehr stark und sehr intensiv ist, dann passt man sich natürlich entsprechend mit den Sprühstößen an. Weiter geht es mit Apex von Roger Parfums. Warum nehme ich diesen Duft mit in den Urlaub? Das liegt einfach daran, dass für mich Apex der perfekte Daily Driver ist. Also diesen Duft kann ich nahezu immer tragen. Ich finde, dieser Duft passt in nahezu jede Situation. Es ist für mich auch auf jeden Fall eine hochwertige, ja gepflegte und auch maskuline DNA. Und dieser Duft passt meiner Meinung nach irgendwie perfekt in den Alltag. Zum Start nehme ich ganz viele verschiedene frische Duftnoten wahr. Dadurch ist der Start wirklich sehr frisch und auch aromatisch. Also es ist einfach eine Freude, wenn man sich Apex aufsprüht. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft dann immer grüner, krautiger, ja zum Teil auch wirklich sehr moosig. Die Basis ist auch sehr holzig. Also auch hier haben wir wirklich eine tolle Duftentwicklung. Ja, und wie ich eingangs schon meinte, für mich passt Apex in nahezu jede Situation. Ich möchte trotzdem nochmal ein Beispiel nennen. Wenn man zum Beispiel auch über die Weihnachtstage brunchen geht, also frühstücken geht, wie auch immer. Da finde ich, passt Apex irgendwie super gut hinein. Nicht ganz so schwer, nicht ganz so üppig wie die beiden vorher genannten Düfte. Und man hat trotzdem eine richtig tolle Aura um sich herum. Also ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Letztlich könnt ihr sowieso jeden Duft dann tragen, wann ihr möchtet. Aber ich finde, dass Apex eben so ein richtig toller Alltagsduft ist. Weiter geht es mit Triumph of Bacchus von der Marke Argos. Ja, diesen Duft habe ich vor wenigen Tagen sehr ausführlich vorgestellt. Da könnt ihr gerne mal hier oben rechts ins Review schauen. Entsprechend werde ich mich jetzt etwas kürzer fassen. Aber warum nehme ich diesen Duft mit in den Urlaub? Weil es für mich der perfekte Outdoor-Duft ist. Was meine ich damit? Also es ist schon eine recht intensive und vor allem süße DNA. Und ich finde, dass dieser Duft einfach so perfekt nach draußen passt. Also man ist zum Beispiel noch auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs oder einfach nur eine Runde spazieren. Und ich finde, da passt diese DNA einfach perfekt hinein. Ja, wir haben also eine richtig tolle alkoholische Note. Hier wird nämlich mit Rum gearbeitet. Dazu haben wir wirklich auch noch eine richtig intensive, schwere Süße, unter anderem durch Apfel, durch Pfirsich, also es ist schon recht fruchtig süß. Und dann haben wir auch noch eine leichte Rauchigkeit, das kommt eben von der Tabaknote. Ja, und deswegen nehme ich eben auch Triumph of Bacchus mit in den Urlaub. Ich trage diesen Duft momentan sowieso super gerne. Es ist halt momentan wirklich sehr kalt draußen und ich finde, wenn man dann diese süße alkoholische Aura um sich herum hat, das passt einfach wirklich ideal. Also ein toller Duft. So, zu guter Letzt kommen wir zu Salam von der Marke Anfass. Ja, und diesen Duft nehme ich mit, weil ich Salam super gerne trage, wenn man zu Hause ist oder eben zu Besuch ist und einfach nur am Entspannen ist. Also ich finde diesen Duft super schön. Ja, man ist von so einer weichen, ambrierten Aura umgeben und ich trage diesen Duft eben super gerne, wenn man am Relaxen ist. Also man sitzt, liegt auf der Couch oder man ist halt in einer ruhigen Atmosphäre. Ich finde, da passt dieser Duft einfach perfekt hinein. Für mich ist das zwar primär ein sehr weicher und ambrierter Duft, darüber hinaus nehme ich aber auch noch so einige blumige und auch fruchtige Noten wahr. Ja, der Start ist richtig schön frisch fruchtig. Hier haben wir nämlich die Mandarine und die Bergamotte. Im weiteren Duftverlauf, ja, haben wir dann immer mehr blumige Noten. Und der Dry Down ist richtig schön weich und anschmiegsam und eben ambriert. Hier haben wir nämlich Sandelholz, Amber und auch Moschus. Und natürlich kann man Salam auch zu allen anderen Anlässen tragen. Ich wollte damit lediglich nur ein Beispiel nennen, denn ich finde, dass die DNA wirklich sehr weich und ambriert ist und es einfach in so eine entspannte Atmosphäre passt. Die Haltbarkeit an mir ist gut, ich kann mich da absolut nicht beschweren. Ich komme mal so auf 8 bis 10 Stunden. Ich weiß, da liest man ganz unterschiedliche Dinge, von sehr gut bis zum Teil sehr schlecht. Aber bei mir hält der Duft gut und mir reicht das auch wirklich aus.
So, und dann bin ich auch durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du die Düfte aus dem Video kennst. Falls ja, ja, wie findest du diese Düfte? Ihr wisst, mich interessiert da mal eure Meinung, also schreibt mal gerne was in die Kommentare. Ja, und das Video wird kurz vor Weihnachten kommen und entsprechend wünsche ich euch allen schöne Feiertage. Bleibt gesund und munter und lasst es euch schmecken.